Man sagt doch, dass Gott diese Welt aus Liebe macht, wie schon beim Bild von dem Hiob das erzählte, dass also die Quelle im Ursprung Liebe steht. Und deshalb ist Liebe nicht nur für die Alternative des Lebens hier im Diesseitigen, sondern die echte Liebe steht im Ewigen. Wir erkennen das so, weil Sie von Grab der Großmutter sprachen. Ich habe das ein wenig beschrieben, auch in diesem Büchlein von Gedanken über Tod und Leben, wo ich Tod erst gab und nicht Leben. Dass nach dem Tod, durch den Tod Leben kommt. Durch die Konfrontation mit dem Tod. Und dort habe ich eine Geschichte erzählt, nämlich, wenn der Mensch stirbt, dann sind erst die Nachkommen, die Freunde, sehr traurig. Und dann scheint es eine Undankbarkeit zu geschehen, dass sie sich trösten, wie man sagt, und vergessen. Und ist die Frage dort, wie kann das sein? Antwort, weil im Jenseitigen ist nicht nur die Alternative des Jenseitigen, im Jenseitigen ist die Dualität verehelicht. Dort im Jenseitigen leben wir jetzt aber unbewusst auch. Und der Gestorbene begegnet uns im Jenseitigen, wie wir jetzt leben, auch schon. Wir ihm aber im Nichtbewussten auch. Und das bedeutet, vom Nichtbewussten her kommt uns Trost, weil wir sagen, wir sind doch zusammen. Bewusst sage ich, der ist doch gestorben, die ist doch nicht mehr da. Ein Grab ist da. Aber es mag sein, eine Begegnung mit dem Ort, wo man sagt, da endete das Leben hier, man ging hinüber zum anderen. Man sagt, beim Begraben werden erst wird der Mensch befreit. Weil im Judentum deshalb die Eile zum Begraben. Man sagt, er soll von der Welt hier geschieden sein, er soll ganz ins Ewige hineingehen. Das Tun des hier Zuschütten eines Grabes ist dort ein Befreitsein, ein Erwachen im Ewigen. Er ist schon gleich beim Tod, sieht er das schon, aber er ist doch verbunden mit dem Leben, im Bewussten auch noch. Das tut ihm manchmal weh, sagt man. Das Bewusste zu verlassen, er spürt, ich bin nicht mehr ganz zu Hause. Aber wenn man das Grab dann hat, ist der Moment beim Grab da, dort wurde dieser Mensch befreit. Er lebt aber im Jenseitigen doppelt, hier und dort, dort und hier. Wie ich vorher sagte, wenn man die Beziehung hat, die Wärme hat, denkt er sich schon zum Hier. Wenn man im Ewigen ist, im Himmel ist der Himmel, Himmel und Erde. Das Wort Himmel im Hebräischen, Shamayim, bedeutet ein doppelter Ort. Ein Ort des Ewigen und ein Ort des Daseinenden zusammen. Wir sind nur da und unbewusst dort. Mit anderen Worten also jetzt, wenn wir normal leben, wie wir jetzt sind, leben wir auch im Nichtbewussten, zum Glück, jeder Mensch. Das bleibt ihm auch. Das Bewusste kann vergehen, das Nichtbewusste bleibt. Es bewusstlos, sagt man dann. Dort leben wir jedenfalls. Und dort leben auch die Gestorbenen. Und von dort sehen die Gestorbenen das ganze Leben hier. Von dort her sind wir uns unsichtbar, weil wir nur sehen, was in der Zeit fließt. Wir sehen nicht das Feste. Das nehmen wir gar nicht wahr. Nur das Fließende nehmen wir wahr. Das Vergängliche nehmen wir wahr. Und nicht das Bleibende. Und von dort her, dort im Bleibenden, im Himmel, ist der Gestorbene immer in Beziehung zu uns. Wir suchen die Beziehung. Aber wenn wir uns dann trösten, bedeutet es, wir wissen schon jetzt, im Nichtbewussten, sei still, du und diese Großmutter sind schon zusammen. Und sogar sehr gut zusammen. Und das kann mal sein, dass uns der Moment kommt, wie Ihnen das kann, ach ja, gute Beziehung. Das kommt von selber. Sie haben gar nicht gesagt, ich will die Beziehung haben. Sie haben nicht danach gesucht. Man hat eine Feierlichkeit beim Grab im Allgemeinen. Manchmal Eile, man weiß nicht, wie lange man bleiben kann beim Grab, aber eine Feierlichkeit ist da. Und das bedeutet, dass wir im Leben oft Momente haben, wo wir auf einmal hineinblitzen sehen
das Ewige. Und Liebe bedeutet diese warme Beziehung haben, die steht am Grunde. Liebe verbindet Jenseits und Diesseits. Gott hat die Welt aus Liebe gemacht, aus dem Jenseits das Diesseits gemacht. Und Jesu hierher geschickt, von sich aus, ich ging das Liebste von mir, schenke dieser Welt. Was er mit ihm tut, ich schenke es. Was tut sie dann mit mir? Ja, ich liebe. Liebe bedeutet im Hebräischen hingeben und hinnehmen. Das gleiche Wort.